So we will be studying the Bible together for 1 month. Also wir werden uns jetzt zusammen die Bibel anschauen für einen Monat lang. And before we start, Und bevor wir anfangen, I would like to say that I like to have an interactive class. da möchte ich schon erwähnen, dass ich ganz gern eine kommunikative Klasse oder Unterricht mit euch haben möchte. Interactive. So I like to ask questions. Also ich mag es, Fragen zu stellen. And I like to also hear your thoughts. Und ich möchte auch eure Gedanken hören. So if you have questions, just state them. Also wenn ihr Fragen habt, so fragt einfach. If you have statements you want to give, thoughts you have, then state them as well. Wenn ihr Gedanken habt, dann sagt das auch. Because this is we're studying here together. Denn wir studieren hier gemeinsam. And then we will also record it. Wir nehmen das auch auf. And also translate it into the German language. Und wir übersetzen auch ins Deutsche. To catch up also with the message in the German language. Damit auch wir einiges am Boden gut machen können in der deutschen Sprache. And also because not everyone speaks English here. Und nicht jeder spricht hier Englisch. So this morning in the introduction I mentioned that we want to memorize Bible verses. Heute Morgen bei der Eröffnung hatte ich gesagt, dass wir auch Bibelverse auswendig lernen möchten. So I suggest that in every week we will memorize one passage. Und so schlage ich vor, dass wir jede Woche einen Abschnitt auswendig lernen. And the memorizing verse for this week, und der Merkvers für diese Woche, due till next Monday in the morning, bis nächsten Montagmorgen, I suggest is Daniel 11:40 to 45. Wäre Daniel 11:40 bis 45. And I wish that it's my wish that everyone memorizes them. Und es ist mein Wunsch, dass jeder das auswendig lernt. And they can be memorized in the language like Dutch, French, German or English. Und sie können in der jeweiligen Sprache, also jetzt ob Französisch, Deutsch, Englisch, Holländisch gelernt werden. Whatever you prefer. Was auch immer ihr bevorzugt. And I think it's 6 verses, so I think it's doable. Und das sind nur 6 Verse, ich denke, das dürfte machbar It's sein. like 1 verse per day. Das wäre also ein Vers pro Tag. Okay, this being said, I handed out notes. Okay, das sei jetzt nun gesagt gewesen. Ich habe jetzt hier Notizen ausgehändigt. And our subject for this trimester will be the European history. Und unser Thema für diese Studien wird sein die europäische Geschichte. The continuation of the Western Roman Empire. Und zwar der Fortschritt oder die Weiterführung des Weströmischen Reiches. But before we start looking into those histories and details, aber bevor wir uns diese Geschichte im Detail anschauen and to draw conclusions for our time, und auch Schlussfolgerungen für unsere Zeit ziehen werden, I thought we start with the subject of is there a prophet among us? dachte ich, wäre es gut, wenn wir mit dem Thema anfangen, ob es einen Prophet unter uns gibt. Because as a movement we have a prediction for November this year. Denn als Bewegung haben wir eine Vorhersage für den 9. November diesen Jahres. And I think we should be clear of what role this movement has as well as what a prophet is. Und ich denke, die Bewegung sollte darüber im Klaren sein, welche Rolle dieser Prophet spielt. So this being said, if we want to understand what a prophet is, also wenn wir nun verstehen möchten, was ein Prophet ist, we first should look at the word itself. dann sollten wir uns doch zuerst das Wort selbst anschauen. So on the first page, auf der ersten Seite, you have the definition of prophet from the Bible. Dort haben wir die biblische Definition eines Propheten. And you see the Strong's number H5030. Und wir sehen dort die Strongs Nummer H5030. Dad, would you mind reading that? Because you also have the English. Can you read the definition of 5030? In English? Yeah. It's a prophet or generally inspired man or prophecy that prophesy or prophet. Okay, so here... Also ein Prophet oder im Allgemeinen ein inspirierter Mann, Prophezeiung oder Prophet. So we want to understand what a prophet is. Wir möchten also verstehen, was ein Prophet ist. The Hebrew name the Hebrew number, Strong's number for it is H5030.
Die hebräische Strongnummer ist H5030. But in that age 5030, it gives us also reference to age 5012. Aber es wird uns dort auch der Bezug zu H5012 gegeben. So, Dad, if you would read that one, it's below the other one. A primitive root to prophesy, that is, speak or sing by inspiration, in prediction or simple discourse, prophecy, make self a prophet. Okay, Eine Urwurzel, prophezeien, was so viel bedeutet wie durch Eingebung sprechen oder singen, durch Vorhersage oder bloße Rede. Prophezeiung, prophezeien, sich selbst zum Propheten machen. so, Dad, what do you think from these two references we had? What details does it give us about the word prophet? Was glaubt ihr aufgrund dieser beiden Aussagen, was uns das über das Wort Prophet sagt? Especially Dad, because he read it. Inspired man. It's an inspired man. Also es ist ein inspirierter Mensch. And from age 5012, what did we take from that one? Was haben wir aus H5012 genommen oder erfahren? Speaking by prediction. Okay, to speak or sing by inspiration. Inspiration, yeah. Also durch Eingebung zu sprechen oder durch Eingebung singen. Okay, a prophet is somebody Ein Prophet ist nun jemand, who speaks because he's inspired. der spricht, da er inspiriert ist. Okay, let's go. Any other thoughts Gibt es noch andere Gedanken hier? so far? So then let's go to definition of a prophet from the web. Also dann lasst uns mal schauen, wie das Internet einen Propheten definiert. Vadim, would you read that from a person till to where it says origin? Don't read origin yet. Origin. It's a page, the rest of page 1 and the first bullet point of page 2. Okay. A person regarded as an inspired teacher or proclaimer of the will of God. The Old Testament prophet Jeremiah. Stop here a second. So this Eine is not. Person, die ein inspirierter Lehrer oder Verkündiger Gottes ist. Just to see here, that is a secular statement of what a prophet is. This is the worldly perspective. Also das hier ist die Perspektive der Welt oder ja eine weltliche Definition dessen, was ein Prophet ist. What does the world consider a prophet to be? Wie betrachtet die Welt nun, was ein Prophet ist? Vadim. Someone that proclaims the will of God and is inspired. Also jemand, der Okay. den Willen Gottes äußert und inspiriert ist. And who is that someone? Und wer ist dieserjenige? The prophet. Okay, Der but they Prophet. do not say prophet here. What word are they using? Okay, Teacher. Sie Oh, nutzen hier teacher. nicht das Wort Prophet, sondern das Wort Lehrer. Okay, so we see here that a prophet is also a teacher Wir sehen also, dass ein Prophet auch ein Lehrer ist, who speaks the will of God der den Willen Gottes äußert, because he's inspired. da er inspiriert ist. Okay, if you want to continue reading. Also, magst du weiterlesen bitte? Synonyms: seer, soothsayer, forecaster of the future, fortune teller, clairvoyant, prognosticator, prophesier, diviner, oracle, augur, sibyl, staywife, beeman, harustex, vaticinator, oracle. Okay, so there. Eine andere Bezeichnung für den Propheten Jeremia aus dem Alten Testament lauten Seher, Wahrsager, Vorhersager der Zukunft, Schicksalsvorhersager, Hellseher, Wahrsager, Prophet, Wünschelroutengänger, Verheißer, Hexer, Orakelsprecher. Okay, so the point I want to focus on here is Also der Punkt, den ich hier machen möchte, synonyms are just words which just are being used. das Synonyme sind einfach Wörter, die benutzt werden. If you have a word
Also wir haben jetzt hier ein Wort and you're looking for what does this word mean. und du fragst dich jetzt, was dieses Wort bedeutet. You're checking out synonyms, Also suchst du nach Synonymen, which are words describing this word. welche Wörter sind, die das eigentliche Wort beschreiben. And one synonym for the word prophet Und ein Synonym für das Wort Prophet is that it's a soothsayer or a forecaster of the future. ist ein Wahrsager oder Vorhersager der Zukunft. So what is a prophet normally talking about? Also über was spricht normalerweise ein Prophet? What tense? Über welche Zeit oder grammatikalische Zeit? Okay, he speaks about the future. Er spricht über die Zukunft. Okay, so far we've seen that a prophet is a person Also wir sehen, dass ein Prophet eine Person ist, who is inspired die inspiriert ist and it speaks about the future, und sie spricht über die Zukunft or it speaks about the will of God for the future. oder sie spricht auch über den Willen Gottes in der Zukunft. And this person who speaks about the will of God for the future can be also considered as a teacher. Sorry? And a person who speaks the will of God of the future can be also considered as a teacher. Und eine Person, die auch über die Zukunft den Willen Gottes in der Zukunft ausspricht, kann auch als eine Person oder als ein Lehrer bezeichnet werden. Vadim, the next two bullet points. A person who advocates or speaks in a visionary way about a new cause or theory. He is repeatedly held as a prophet of modernism. Eine Person als Vertreter oder Sprecher in Visionen, was eine neue Sache oder Theorie angeht. Er ist wiederholt als Prophet der Modernen gerufen. A person who predicts that will happen in the future. The Prime Minister ignored the prophets of doom. Eine Person, die das vorhersagt, was in der Zukunft geschieht. Der Premierminister beachtete nicht die Untergangsvorhersage des Propheten. Okay, so here we see also that this person speaks about the future. Also wir sehen auch hier, dass diese Person über die Zukunft spricht. But what I thought what was interesting, Was ich jetzt aber hier interessant finde, and remember this is a secular source, und jetzt erinnert euch daran, hier geht es um eine weltliche Quelle. and bullet point, the first one Vadim read, it says a visionary way. Wir haben hier zu Beginn gelesen, dass es eine Fantasievoller. Visionary Way, wo heißt das? In der first bullet, Sprecher in Visionen. Also eine Person als Vertreter oder Sprecher. Sprecher Okay. des, hier, Visionen, das ist der erste Bullet Point, zweite Linie, eine Zeile. Person als Vertreter oder Sprecher in Visionen, okay. Okay, so visionary, if you look up what it means actually like fairy tale. Also diese Vision, wenn man das mal nachschaut, das bedeutet eigentlich ein Märchen. Or imaginative. Oder dass das einfach nur imaginär ist. But I think if we would take that and put it into religion, Aber wenn wir das jetzt nun auf die Religion übertragen, or in terms of present truth, I would suggest that this is parables. oder auch in Bezug jetzt hier auf die gegenwärtige Wahrheit, denke ich, handelt es sich um Gleichnisse. So a prophet will speak about the future using parables. Also ein Prophet ist jemand, der über die Zukunft spricht und dazu Gleichnisse nutzt. And that's exactly what we're doing in this movement. Und genau das tun wir in dieser Bewegung. We are using stories from the Bible, Wir nutzen Geschichten der Bibel and it's a different subject now why we do this. und es ist nun ein anderes Thema, warum wir das tun. But when we apply these stories to our time today, they become parables. Aber wenn wir diese Geschichten für unsere Zeit anwenden, dann werden sie zu Gleichnissen. Biliam becomes a parable at the end of the world. Bileam wird zu einem Gleichnis am Ende der Welt. He's a symbol for the United States. Er ist ein Symbol für die Vereinigten And Staaten. we're using a story like his to predict the future. Und wir nutzen nun seine Geschichte, um die Zukunft vorherzusagen. And essentially that is even what how a secular source depicts a prophet. Und genau so stellt auch eine weltliche Quelle einen Propheten dar. Okay,
now let's look at the origin of the word of prophet. Also schauen wir uns nun die Herkunft des Wortes Propheten an. Brother Odelia, would you read that? Origin? Origin. Middle English from Old French prophet. Via Latin from Greek prophetess, spokesman. From pro, before, plus fetus, speaker. From Fenai, speak. Mhm. Also aus dem Mittelenglischen, vom alten Französischen Prophet, über Lateinisch, vom Griechischen Prophetes, von pro bedeutet vor und fetes, Sprecher, von Phenai, sprechen. Okay, so the word prophet Also das Wort Prophet comes from the Greek word prophetes. kommt von dem griechischen Wort Prophetes. But the Greeks, they like to use several words and put them always together for a new meaning. Aber die Griechen, die haben gerne verschiedene Wörter zusammengefügt, um eine neue Bedeutung hervorzurufen. How many words do we have in the word prophetes? Wie viele Wörter haben wir denn in dem Wort Prophetes? Two. Which ones are they? Wir haben dort zwei. Welche nämlich? Pro and fetus. Okay, so we have pro Wir haben Pro and fetus. und Fetes. And what does pro mean? Was bedeutet Pro? Before. Before. Das bedeutet vor. And what means fetus? Und was bedeutet Fetes? Speaker. Speak. Es bedeutet zu sprechen. So what does prophetus actually mean? Also was bedeutet dann Prophetes eigentlich? Speak before. Do you speak, or do you speak before it happens? Du sprichst es aus, bevor es geschieht, eintrifft. So when you look at the origin of the word prophet, Wenn du nun nach dem Ursprung suchst des Wortes Propheten, we see that simply a prophet is somebody who speaks before it comes to pass. dann ist ein Prophet jeglich jemand, der etwas ausspricht, bevor es eintrifft. So if somebody would predict the weather, Wenn nun jemand jetzt das Wetter vorhersagt and they do it every day in the television or in the radio system, und das Wetter wird jeden Tag im Radio oder im Fernsehen vorhergesagt, technically you could say those are prophets so könnten wir technisch gesehen sagen, dass sie Propheten sind. because they predict or say what the weather will be like tomorrow, Denn sie sagen, wie das Wetter morgen sein wird. future. Und das in der Zukunft. Okay, but we already got some more information about the prophet, Aber wir haben ja jetzt schon weitere Informationen über einen Propheten bekommen. and we saw that it's an inspired man. Wir haben gesehen, dass er eine inspirierte Person ist. We saw this from the Bible, from Strong's, Wir haben das aus der Bibel von Strongs gesehen as well as from secular sources. und ebenfalls von weltlichen Quellen. So let's look at now what it means to be inspired. Was bedeutet, lasst uns nun das anschauen, was es bedeutet, inspiriert zu sein. Jean-Marc, you want to read the definition of inspiration from Webster? A divine influence or action on a person believed to qualify him or her to receive and communicate sacred revelation. Ein göttlicher Einfluss oder Tat einer Person, von der man glaubt, dass dieser ihn oder sie befähigt, heilige Offenbarungen zu erhalten und weiterzugeben. Point B. The action or power of moving the intellect or emotions. Die Tat oder Macht, den Geist oder die Gefühle anzuregen. C. The act of influencing or suggesting opinions. Oder C. Die Tat, eine Meinung zu beeinflussen oder vorzuschlagen. Continue. 2. The act of drawing in, specifically the drawing of air into the lungs. Die Tat des Hereinziehens, besonders die Luft in die Lungen ziehen. 3. The quality or state of being inspired. 3a. Die Eigenschaft oder der Zustand, inspiriert zu sein. B. Something that is inspired, a scheme that was pure inspiration. 3b. Etwas Inspiriertes, ein Plan, der aus purer Inspiration bestand. 4. An inspiring agent or influence. Und Punkt 4. Ein inspirierender Vertreter oder Einfluss.
Okay, when you read now the definition of inspiration, Also wenn ihr euch jetzt nun hier die Definition von inspiriert sein anschaut, what do you consider inspiration to be? wie definiert ihr nun, was es bedeutet, inspiriert zu sein? It's a divine influence. Das ist ein göttlicher Einfluss. Okay, that was my first point as well. Also das war auch mein erster Punkt. I consider to be inspiration Ich denke, Inspiration just to be an influence, bedeutet Einfluss zu haben. especially a divine influence. Und besonders hier einen göttlichen Einfluss zu haben. Yeah, divine means not a human. It's Also unnatural. göttlich jetzt das als Gegenteil von menschlich oder nicht natürlich. Okay, so I suggest Somit schlage ich vor, that a prophet who's an inspired person, dass ein Prophet, der eine inspirierte Person ist, and because this person is inspired, will speak about the future, spricht über die Zukunft, da er inspiriert ist. is a person. Diese inspirierte Person ist eine Person, Okay, so we have the prophet here, also hier haben wir diesen Propheten, and it's inspired. und er ist inspiriert. And because the inspiration comes, that person predicts the future. Diese Person hier ist inspiriert, und da er inspiriert ist, sagt er die Zukunft vorher. And a prophet essentially is inspired by God. Und ein Prophet ist letztendlich von Gott inspiriert. So whatever a prophet will speak about the future, Was also auch immer der Prophet über die Zukunft sagen wird, it is because he received an influence from the Lord. liegt daran, weil er vom Herrn beeinflusst wurde. Okay, can there be though a different influence which is not from God, but it's not human either? Jetzt nun aber kann es auch einen Einfluss geben, der nicht von Gott ist und auch nicht menschlich ist. Yeah? Where would it come from? Ja, woher würde er denn kommen? Okay, Satan is also capable to influence. Okay, Satan steht es nun auch zu, einen gewissen Einfluss zu haben. So maybe we don't call it inspiration now. Vielleicht nennen wir das nun nicht Eingebung oder Inspiration. Maybe we'll call it just the influence. Vielleicht nennen wir das jetzt einfach nur einen Einfluss. So we have inspiration from above. Wir haben also die Eingebung von oben. A prophet can be influenced by God and therefore speaks about the future. Ein Prophet kann von Gott beeinflusst sein und spricht deshalb die Zukunft aus. But you also have Satan wanting to influence people. Aber wir haben auch Satan, der ebenfalls Einfluss auf Menschen nehmen möchte. So you will have people who are influenced by Satan, Somit haben wir also Personen, die von Satan beeinflusst and sind. based upon this influence, they will speak about the future. Und basierend auf ihrem Einfluss werden auch sie über die Zukunft sprechen. What do we call these two types of prophets? Und wie nennen wir nun diese zwei Arten von Propheten? False prophet. This one down here would be a false prophet. Also der hier unten, das wäre ein falscher Prophet. And we find that the false prophet, for example, even in Revelation, is a term of the Bible. Und wir finden ja auch diesen biblischen Begriff falscher Prophet in der Bibel. And this prophet up here is what? Und dieser Prophet hier oben, der ist A true prophet. ein wahrer Prophet. So, to be honest, I'm not sure if true and false means if what they say about the future is correct or incorrect. Also, um nun ehrlich zu sein, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, weil jetzt hier es von wahrem und falschem Prophet die Rede ist, dass was sie über die Zukunft sagen, auch wahr oder falsch ist. For example, the Catholic Church is predicting things. Zum Beispiel die katholische Kirche sagt gewisse Dinge vorher. And we know from Ellen White that they will come true. Und wir wissen von Ellen White, dass sie auch eintreffen werden. So, are they now true prophets or false prophets? Sind sie nun ein falscher oder ein wahrer Prophet? And they're still false prophets.
selbstverständlich sind sie ein falscher Prophet. So I suggest that we need to look at the influence that person has received. Und somit schlage ich vor, dass wir uns dem Einfluss anschauen müssen, dem die Person unterstellt ist. So a true prophet had the inspiration of the Lord, Ein wahrer Prophet hat also die Eingebung oder den Einfluss des Herrn. and a false prophet will have the influence of Satan. Und ein falscher Prophet hat den Einfluss oder steht unter dem Einfluss von Satan. Does that make sense so far? Macht das für euch Ja. soweit Sinn? Okay. So what does it mean to speak? We know to speak can be a symbol. Wir wissen nun, dass das Sprechen ein Symbol sein kann. Und was bedeutet das? Normally when we speak, what do we say this represents? Wenn wir über das Sprechen reden, was sagen wir normalerweise, dass es bedeutet? A message? It's a message. Es ist eine Botschaft. To speak means to have a message. Also zu sprechen bedeutet, eine Botschaft zu haben. So we will have a prophet giving a message about the future. Also wir haben hier einen Propheten, der eine Botschaft über die Zukunft gibt. And if it's this prophet was inspired by the Lord, Und dieser Prophet war oder ist vom Herrn beeinflusst. it is the message of the Lord about the future. Es ist die Botschaft des Herrn über die Zukunft. Or we can have Satan doing the same. Oder Satan kann auch das Gleiche tun. Also he will have a message about the future. Denn auch er hat eine Botschaft über die Zukunft. What do we normally consider to be our present day message? Und was sagen wir üblicherweise ist unsere heutige Botschaft? Which we say is about the future. Was sagen wir über die Zukunft? Pardon me? November 9, you mean? November. Okay, this is particular for us now as priests, but Time setting. Daniel time 11. setting? Daniel 11. The memories verses we have, Daniel 11, 40 to 45. Also wir würden normalerweise sagen, dass es unsere Botschaft für den heutigen Tag Daniel 11, 40 bis 45 ist. Generally. Im Allgemeinen gesprochen. But we know that for us, for this year especially, present truth is November 9th. Und wir wissen, für uns, für dieses Jahr ist es ganz besonders der 9. November. Okay, so now we looked at the word prophet. Nun haben wir uns das Wort Prophet angeschaut. We saw that it is just simply a person who speaks before it happens. Wir haben gesehen, dass es lediglich eine Person ist, die spricht, bevor es eintrifft. It's a person who is inspired, who has a message about the future. Es ist eine Person, die inspiriert wurde und eine Botschaft äußert über die Zukunft. And to be inspired means to be influenced. Und inspiriert zu sein bedeutet, unter einem gewissen Einfluss zu stehen. And you can be influenced either by God or by Satan. Und man kann jetzt entweder von Gott oder von Satan beeinflusst sein. And this depends on what prophet this person will be, a true one or a false one. Und das definiert, ob diese Person ein falscher oder wahrer Prophet ist. To be when we read the definition of inspiration, Als wir die Definition der Inspiration gelesen haben, we saw that inspiration means influence, especially a divine influence. da haben wir gesehen, dass die Definition ist von Inspiration beeinflusst zu sein bedeutet, speziell unter einem göttlichen Einfluss zu stehen. But every one of us Aber jeder von uns influences each other. wir beeinflussen uns alle gegenseitig. So when the prophet is influenced by God Wenn nun der Prophet von Gott beeinflusst ist and he gives the message to other people, und er diese Botschaft zu anderen Menschen gibt, essentially the prophet will also influence others. so wird der Prophet letztendlich auch andere beeinflussen. Does that make sense? Macht das für euch Sinn? So the prophet receives inspiration, Der Prophet empfängt nun gewisse Eingebung oder steht selber unter einem gewissen Einfluss. but the job is to also influence others then. Aber seine Aufgabe ist auch andere zu beeinflussen. Okay. Now, before we continue, we want to read is there a question? Yeah? Okay, let me see. The inspiration was on page 1 at the end. This is the German version.
at the very bottom and then top page 2. Now we want to continue and look at the definition from Sister White. So, nun möchten wir weitermachen und uns die Definition von Ellen White anschauen. I think it's on page 2 now. This one. This is the chapter of the School of Prophets from Ellen White. Das hier ist aus dem Kapitel von Schüler der oder von den Prophetenschulen entnommen. And this is from the book Education, page 46, paragraph 1. Und das ist aus dem Buch Erziehung, Seite 46, erster Absatz. And she says, oh yeah, in those who have the notes German English, it's not in there. But the ones who have it in German or only in English, they will have the quote. Education, where? Education, page 46, paragraph 1. Also das Zitat kommt Erziehung, Seite 46, Absatz 1 im Englischen. To meet this growing evil, God provided other agencies as an aid to parents in the work of education. Um diesem wachsenden Übelstand entgegenzutreten, bereitete Gott als eine Hilfe für die Eltern in dem Erziehungswerk andere Werkzeuge vor. So the context is here the kids of parents Also hier der Kontext ist, dass die Kinder von Eltern and evil influences from outside coming in. In Gefahr stehen, unter bösen Einflüssen von außen zu erliegen. And basically the chapter is about how School of the Prophets were established. Und in diesem ganzen Kapitel geht es lediglich darum, wie diese ganzen Prophetenschulen aufgebaut werden sollten. To help the parents to educate their kids in a godly way. Und ging auch darum, wie die Eltern ihre Kinder in einer göttlichen Weise erziehen sollten. Let's continue. Lesen wir weiter. From the earliest times, prophets had been recognized as teachers divinely appointed. Seit den frühesten Zeiten wurden Propheten als von Gott bestimmte Lehrer anerkannt. So what is Ellen White saying here? What is a prophet? Was sagt hier Ellen White? Für was steht ein Prophet? As teachers. The prophet is a teacher. Also ein Prophet ist ein Lehrer. And who put this teacher in place? Und wer hat nun diesen Lehrer an seinen Platz gestellt? God. Das war Gott. Divinely appointed. Er ist von Gott bestimmt. Okay. So what is the job? Why do we need teachers? What is the job function of a teacher? Warum brauchen wir nun Lehrer? Was ist seine Funktion? To instruct the people. Pardon me? To instruct the people. To instruct the people. Also er soll das Volk unterrichten. Okay, so a teacher is somebody Also er ist jemand, der who gives a lesson etwas vermittelt. to somebody who is ignorant. Let's put it this way. Er ist jemand, der etwas gegenüber jemandem vermittelt, dem gewisse Dinge nicht bewusst sind. So like at this school here now, Nehmen wir zum Beispiel als Beispiel diese Schule hier. we're gonna have gardening classes, Wir werden Unterrichtsstunden über den Garten haben cooking classes or classes about herbs. oder über das Kochen oder über Kräuter. So most likely a class Somit ist eine Unterrichtsstunde is to educate people who don't know. dafür da, Menschen zu unterrichten, denen gewisses Wissen fehlt. And this person who does that Und diese Person, die unterrichtet, is a teacher. ist ein Lehrer. So a prophet is a teacher means Somit bedeutet, wenn der Prophet ein Lehrer is that what he teaches, his message, ist das, was er lehrt, also seine Botschaft, that the people who listen to him do not know. die Leute, die ihm zuhören, kennen seine Botschaft somit nicht. Does that make sense so far? Macht das für euch Sinn? Yeah, go ahead. The second part of teaching Mhm. Also der zweite Teil des Lehrens is that the student can also give the message forward. ist Mhm. auch, dass der Student auch die Botschaft weiterbringen kann. Yeah, that's a good point you're making there. Okay, das ist ein guter Punkt. So when we have a teacher here,
Wir haben hier einen Lehrer and this is a student, and I'm making it smaller now, und das hier ist der Student und den male ich ein bisschen kleiner, because he is wise, denn er ist weise. and he gives his wisdom to the person who is ignorant. Er ist weise und er gibt seine Weisheit an denjenigen, der unwissend ist, weiter. But as he shares his wisdom, this student will grow. Aber indem der Student sein Wissen teilt, wird er wachsen. And the purpose of teaching then Und der Sinn und Zweck des Lehrens is that the student grows ist, dass der Student heranwächst, in order to again teach to somebody who doesn't know. um wiederum ein Lehrer zu werden für jemanden, der unwissend ist. And that's exactly the point I made also with the influence. Und das ist genau der Punkt, den ich auch versucht habe darzustellen mit dem Einfluss. God influences a person, Gott beeinflusst eine Person and this influence is shared. und dieser Einfluss wurde nun geteilt. This person is being influenced, Die Person, die unter einem gewissen Einfluss steht, grows, and then shares again the influence. wächst heran und beeinflusst nun andere. Okay. Is the student then also influenced by divinely? Die Frage ist dann jetzt, ob der Student dann auch göttlich beeinflusst ist. So that's a good question. Das ist eine gute Frage. If the inspiration comes from God, Wenn nun der Einfluss von Gott kommt, oder die Inspiration von Gott kommt, and then this inspiration, this message of God is passed on, und diese Botschaft von Gott weitergegeben wird, by whom is the student influenced? von wem wird der Student denn beeinflusst? Also by God. Technically also by God. Also technisch gesehen ja auch von Gott. Okay, so, yeah? Here it will say then later because the first one is inspired, but the second one it's not necessarily inspired. Yeah, Also good point. Im Zitat weiter heißt es, dass der erste inspiriert ist, der zweite aber nicht notwendigerweise. Okay, so first we saw here that the prophet is a teacher divinely appointed. Also wir haben zunächst gesehen, dass der Prophet ein Lehrer ist, der von Gott inspiriert wurde. Okay, and now she continues and she shows now two types of prophets, as Vadim was sharing. Und im Zitat weiter zeigt sie auf, dass es zwei Arten von Propheten gibt. She says, in the highest sense, the prophet was one who spoke by direct inspiration, communicating to the people the messages he had received from God. Im höchsten Sinn des Wortes war der Prophet ein Mann, welcher unter direkter Eingebung sprach und dem Volk die Botschaften mitteilte, die er von Gott empfangen hatte. So here she says, Hier sagt sie, a prophet in its highest sense. dass ein Prophet in seinem höchsten Sinn, So when it means, when she says a highest sense, was meint sie nun mit höchstem Sinn? what else can there be? Was könnten wir dazu noch sagen? When there is a highest, Wenn es einen höchsten Sinn gibt, you also have a lower, right? gibt es auch einen niedrigeren Sinn. So we already see there are different types of prophets. Somit können wir schon erkennen, dass es verschiedene Stufen von Propheten gibt. But in its highest sense, a prophet was one who had direct inspiration of God. Aber in der höchsten Stufe hatte der Prophet direkte Eingebung von Gott. This is this person here. Das ist diese Person hier. We call him prophet number 1. Und wir nennen ihn jetzt Prophet Nummer 1. He has direct inspiration from God. Er hat direkte Eingebung von Gott. So if you think about direct inspiration, what do you think this looks like? Wie glaubt ihr denn, sieht so eine direkte Eingebung von Gott aus? Visions, Visions, Visionen, dreams. Träume, What else can there be? Appearance. Erscheinungen. So is everyone okay with that? Conversations, that's like an appearance, yeah? Also Unterhaltungen, ja, wie eine Erscheinung. Okay, does everyone agree that this is direct inspiration? Stimmt hier jeder damit überein, dass es sich hierbei um direkte Eingebung handelt? Yeah? So give me some examples. Okay, nennt mir doch mal bitte einige Beispiele. Prophets where we know they had direct inspiration. Und zwar von Propheten, wo wir wissen, dass sie eine direkte Eingebung hatten. And White? Also Schwester White. William Miller. I'm sure. Also über Ah, sorry.
William Miller glaube ich nicht. Im Alten Testament. Daniel, Daniel, he had direct visions. Johannes, Ezekiel, Hesekiel, John, Johannes, Apokalypse. yeah, John with the revelation. Huh? Jonah, are you sure? God said to him, go to this town and say to them. Okay, then you would have to research what does it mean when it says God says. okay, Jona, da wurde gesagt, dass Gott ihm etwas gesagt hat, aber da müsste man das nochmal genau anschauen. But I think Moses would be one as well. He spoke from face to face. Pardon? Abraham. Mose, Abraham, Abraham, Moses, Jesus. Jesus, yes. Jesus, Okay, Elijah? Elijah, did he have visions? I'm not sure. Elijah or Elisha? Elijah. also Well, he Elia, was a prophet. but Elia oder Elisa. Oh, they're all prophets. ja, also they're all die sind prophets. Alles The sind question is Propheten, aber die Frage ist, direct inspiration Sind sie versus direkt with inspiriert? visions, dreams, and appearances. mit Visionen, For Erscheinungen. Elijah, I think, yeah. For Elijah, I think, yeah. Also Okay. ich glaube Elia schon, aber Okay, Yeah, because he as a child, he heard the Lord talking to him. Elijah or Samuel? Oh, Samuel, sorry. But you get the point. We would have to research like which prophet would be what, but Okay, I think denke- everyone got the point. ich denke, der Punkt ist hier klar. Man müsste da vielleicht dann noch genauer reingucken. So a prophet in high sense Also ein Prophet im höchsten Sinne is has direct inspiration. hat direkte Eingebungen. Now we look at a different type of prophet. Und nun schauen wir uns eine andere Art von Propheten an. But the name, what name? Aber der Name, und welcher Name nun? Prophet. Prophet. So then, but the name prophet was given also to those who, though not so directly inspired, were divinely called to instruct the people in the works and ways of God. Aber der Name, Klammer Prophet, wurde auch solchen beigelegt, welche, obgleich nicht direkt inspiriert, doch von Gott berufen waren, das Volk in den Werken und Wegen Gottes zu unterrichten. So the name prophet was given to those Also der Name Prophet wurde jenen gegeben, who were not directly inspired, die nicht direkt inspiriert waren, but still were called to instruct the people. aber sie waren immer noch berufen, das Volk zu unterrichten. And when you instruct the people, what are you? Und wenn du das Volk unterrichtest, was bist du denn dann, Teacher? A teacher again, yeah. Dann bist du wieder ein Lehrer. So a prophet always is a teacher, So ist ein Prophet immer ein Lehrer. but there are two types of teachers, two types of prophets. Aber es gibt zwei Arten von Lehrer, zwei Arten von Propheten. And the difference is that one is directly inspired, Und der Unterschied ist, dass einer direkt inspiriert ist and the other one, und der andere, and I'm calling this one the second one now, und ich nenne nun den hier den zweiten, he's also a teacher, but he's not directly inspired. er ist auch ein Lehrer, nur er ist nicht direkt inspiriert. So how are you not directly inspired? Wie kann es nun sein, dass du nicht direkt inspiriert bist? How does that look like? Wie sieht das denn aus? If you learn it from a teacher. If you learn it from a teacher. Also wenn du es von einem Lehrer gelernt hast. For example, a simple example at the moment what I have Also ein einfaches Beispiel, das mir soeben einfällt, would be Elijah and Elisha. das wäre Elia und Elisa. Elisha learns from Elijah, Elisa lernt vom Elia and then he takes over and learns. und dann übernimmt er und das übernimmt er dann und lernt weiter. Same with Joshua and Moses. Oder auch Josua und Mose. Joshua learns from Moses before he takes over. Josua lernt von Mose, bevor er das Volk übernimmt. But Elisha, he was a inspired prophet. Aber Yes, Elisa, er war auch ein inspirierter Prophet. he was. He had visions and so on. Yes, I know that. Ja, Elisa hatte, ja, ist mir bewusst, er hatte Visionen. I only wanted to point it out, Elijah and Elisha, Also to show that through teaching, people are given the state of being a prophet or to continue the work also of was instructing ich people. mit diesem Beispiel aufzeigen wollte, ist, dass durch das Lehren oder Unterrichten die Botschaft weitergegeben wird und man, ja. Okay. You have the school of the prophets in the time of Moses.
they were called prophets. That they were taught. Okay. They were not necessarily inspired. Inspired. Okay. Also wir Thank haben auch die Prophetenschulen zur Zeit Mose, dort wurden sie unterrichtet, aber nicht notwendigerweise inspiriert. And that point is exactly what's in the last sentence. Und genau das ist der Punkt, den wir in dem letzten Satz des Zitates lesen. For the training of such a class of teacher. Zur Ausbildung solcher Lehrer, What class of teachers? was für eine Art von Lehrer? Those called to instruct the people. Say that again. The second class prophets. Okay. Also die zweite Klasse der Lehrer For oder Propheten. these type of prophets or teachers, Also diese Arten von Lehrer, Samuel did something. mit diesen hatte Samuel etwas getan. For the training of such class of prophets or teachers, Zur Ausbildung solcher Lehrer Samuel, by the Lord's direction, established the school of the prophets. gründete Samuel durch des Herrn Anweisung die Prophetenschulen. So this process here, Also dieser Prozess hier, Samuel created schools. für diesen Prozess kreierte oder gründete Samuel die Prophetenschulen. School of the prophets. This is where parents could send their kids Dort konnten die Eltern ihre Kinder hinsenden, to receive the training, eine gewisse Ausbildung zu erlangen, to be teachers. eben Lehrer zu werden. Okay. Odelia, would you mind summarizing of what we've learned what a prophet is? Odilio, könntest du bitte zusammenfassen, was du bisher gelernt hast, was ein Prophet ist? Prophet is a divinely inspired teacher. Also ein Prophet ist eine inspirierte Person von Gott. That tells something about the future Er sagt etwas über die Zukunft. to the people that needs to be instructed. Er sagt es zu dem Volk, das das unterrichtet werden muss. Is that good enough? No, I just wanted to hear your opinion. Okay. Ist das genug? Nein, ich möchte nur deine Meinung wissen. Okay. Jean-Marc, you want to give us your thought? Oder Marc? What I understand is that the prophet must also make sure that the message will continue to go forward. Also der Prophet muss auch sicherstellen, dass die Botschaft weitergetragen wird. Mhm. But he's also divinely inspired. No? Sorry. No, just share what you understand. Sag einfach, wie du es verstehst. Well, what I understand is that the message must be put forward. Also was ich verstehe, ist, dass die Botschaft fortgetragen werden What do you muss. mean by put forward? Is it like that the message needs to be given? Given. Okay. Okay. Yep. Dad, what do you understand of what a prophet? What have you learned so far? Das ist eigentlich alles gesagt. Das ist eine Person, So it's a person, die wie wir es verstehen, von Gott inspiriert ist which we understand it is influenced by the Lord, und die andere unterrichtet, and that person also teaches others eine Botschaft weiterzugeben. to give a message. Okay. Badim? So a prophet is first we learn that the prophet is an inspired man. Also zuerst haben wir gelernt, dass ein Prophet ein inspirierter Mensch ist. So he's a teacher. Somit ist er ein Lehrer. And the prophet in itself means somebody who foretells the future. Und das Wort Prophet selbst bedeutet jemand, der die Zukunft vorhersagt. And also he can speak in parables. Er kann auch in Gleichnissen reden. And he has a divine influence. Und er hat einen göttlichen Einfluss. Mhm. In that sense, you have also the false prophets Und somit haben wir auch falsche Propheten, who had a satanic influence. die, Have the satanic influence. die einen satanischen Einfluss haben. And then we learned that there are two classes of prophets. Und wir haben gelernt, dass es zwei Arten von Propheten gibt. The first class prophets are those that are
inspired directly by God, Die erste Klasse ist direkt von Gott inspiriert. and the second class of prophets are those that are not inspired, but they teach God's people. Not directly inspired. They are not directly inspired, Und die zweite Gruppe ist von Propheten sind Propheten, die nicht direkt inspiriert sind, aber Gottes Volk unterrichten. they teach God's people to do His will. Mhm. Sie unterrichten Gottes Volk, um seinen Willen zu tun. Mhm. Yeah, that's Thank you. Okay. Now we want to continue, Nun möchten wir fortfahren and we will see how a prophet und wir möchten feststellen, is the same as a watchman. dass ein Prophet das gleiche ist wie ein Wächter. And for this, we will go to the next quote. Und hierzu gehen wir zum nächsten Zitat. Watchman on the wall of Zion. Und dort heißt es Wächter der Mauer Zions. I think it's on the top of page 3. Review and Herald, February 21, 1893. 21. Februar 1893 aus dem Review and Herald. Mhm. Okay. It is now time earnestly to seek the Lord, that every one of you may know what is the will of God in reference to the part you shall act in the conflict. Es ist nun an der Zeit, den Herrn ernsthaft zu suchen, sodass jeder von euch den Willen des Herrn bezüglich des Bereiches seines Handelns in diesem Konflikt kennt. Odelia, what is she saying here? Was wird hier gesagt, Ulio? That we can know the will of God. Also, dass wir den Willen Gottes kennen können. Okay. And that we have a role to play in His will. In His will. Und Mhm. dass wir auch eine gewisse Rolle spielen müssen. We have to search for His will. Wir müssen nach seinem Willen suchen. Mhm. So everyone needs to know the will of God in the part we shall act in the conflict. Also jeder muss nach dem Willen Gottes fragen, was wir denn in diesem Konflikt tun sollen. And she says, now is the time to earnestly seek the Lord. Und sie sagt, nun, jetzt ist die Zeit, den Herrn ernsthaft zu suchen. So when she says, it is now time, Und wenn sie sagt, es ist jetzt an der Zeit, about what year is she speaking? über welches Jahr spricht sie denn da? Our time. Do you think so? Über- She says it's now. Sie sagt ja, es ist jetzt an der Zeit. Vor 140 Jahren ungefähr. It's 140 years ago. 130. Also That's das what he's ist saying. vor 130 Jahren. So, yeah, go ahead. Yeah, God has truth for every generation, Mhm. Also Gott hat Wahrheiten für jede Generation. but also all the word of God is meant for those that live in the time of the end. Mhm. Aber das Wort Gottes ist ja auch für die geschrieben, die am Ende der Zeit leben. So Okay, so what Adelia is saying Also, was Odile hier sagt, is that we have a path ist, dass wir hier einen Weg haben and there are events happening, und dort stories. passieren gewisse Geschichten. And then he says, we're here at the end of the world, Und wir sind hier am Ende der Welt. right? And he says that all these things which happened in the past Alle die Dinge, die am Ende der Welt passiert sind, speak about our time. aber alle die Dinge, die passiert sind, sie sprechen über unsere Zeit. And this is correct. Und das ist korrekt. However, before we understand what these things say about our time, Aber bevor wir nun verstehen wollen, was diese Dinge über unsere Zeit sagen, what do we need to understand? was müssen wir denn da verstehen? the context. We need to understand what those stories meant for that time. Wir müssen doch erstmal verstehen, was diese Geschichten für ihre eigene Zeit eigentlich bedeuten. And as soon as we know that, Und sobald wir das verstehen, we can draw them to us or overlay them with our story, da können wir sie auf unsere Zeit beziehen and we just have to make the application und dann müssen wir nur noch sie in einer gewissen Art und Weise anwenden and draw the lesson. und dann die Lehre daraus ziehen. So I purposefully, before we read the quote, Also ich habe jetzt bewusst, bevor wir das Zitat gelesen I read the haben, reference. habe ich hier die Quelle genannt. And she says, it is now time.
Und sie sagt, es ist nun an der Zeit. So what year is she speaking about? Und über welches Jahr spricht sie denn jetzt? 1893. She speaks about 1893. Sie spricht über das Jahr 1893. So what happens in this time period of 1893? What is the context? Was ist denn hier der Hintergrund oder der Kontext von dem Jahr 1893? Let's put 1893. Wächter zu sein. No, what happens in this history here, 1893? Was geschieht denn um diese Zeit von 1893? 1888 happened. 1888. Okay, 1888 ist nicht lange vorbei. But Dean wants to share with us what happens in 1888. Was geschah denn 1888? So God tried to send the latter rain message Also Gott versuchte die Spätregenbotschaft zu through schicken, Johnson Wagner, durch Johnson Wagner zu verkündigen, but the leadership refused. aber die Okay. Leitung hat es abgelehnt. So third angel rejected. Why did they reject it, Vadim? Warum haben sie dann diese Botschaft abgelehnt? Because first they rejected the Bible and they rejected the spirit of prophecy. Prophecy. Sie haben zuerst die Bibel abgelehnt und dann den Geist der Weissagung. So in Stolz. what pride? In what condition were they? In welchem Zustand befanden sie sich denn? Laodicean. Laodicean. Also And im Laodicea is Zustand what? von Laodicea. Blind. Und Laodicea ist blind. What else happens in this time period? Let's get some of the context together. Was geschah denn noch in dieser Zeitperiode? Some fanaticism happens. Fanaticism? What kind of fanaticism? Welche Art von Fanatismus? Holy flesh movement. The Holy Flesh Movement? Die heilige Fleischbewegung, Sonntagsgesetz. Sunday Law issue? Sonntagsgesetz, Something else? Kellogg stuff. The Kellogg? die Thematik mit Keller, Pantheism, I think it is called. Pantheismus, And they're shipping off the daily starts to rise, Conradi. die Thematik des Täglichen mit Conradi kam auf, The King of the North with Uriah Smith already was there as well. Problem. das Problem mit dem König des Nordens mit Uriah Smith kam Kingly auf, power. Kingly Pow, 1901, I think, is the issue with A.T. Jones. Or was it already in that time period? Okay, yeah. Oh, yeah, you're right. It's not yet time. Oh, Or maybe it's a building up. 93. Oh, man. Yeah. The daily was here already an issue. Because Conradi in Germany already had the wrong view. also das In this time Tägliche period. war bereit hier Okay. ein So Problem. It took some time for Prescott to take over with the daily, but it was already in this time period so there. the Holy Flesh movement is not yet. Didn't it start in 89? 1889. 1897. it Okay. started. The Holy Okay. Flesh has started. So, what did we take? Third angel's message rejected, Laodicea, Also wir haben die dritte Engelsbotschaft wird abgelehnt, wir haben Laodicea, Uriah Smith, Sunday law. wir haben Uriah, das Problem mit dem König des Nordens, Sunday Uriah Law, Smith, das Pantheism. Sonntagsgesetz, Pantheismus, And the pantheism. I think started 86 something, Okay. and the daily. und das Tägliche. So we are seeing a bunch of the daily came from Conradi in Germany. Also das Tägliche, die Problematik mit dem Täglichen kam durch Conradi in Deutschland. And then he brought it to Prescott and Daniels, and they took on it. Und brachte dies zu Prescott und Daniels und sie sind auf diesen Zug aufgesprungen. So we see here that in 1893, Und wir erkennen nun hier, dass im Jahr 1893 the people of God have lost their Direction. direction. Thank you. wir haben gesehen, dass das Volk Gottes hier im Jahr 1893 ihren Kurs sozusagen verloren haben. And now that we understand what this condition is, what the condition is, Und da wir nun jetzt verstehen, in welchem Zustand sie sich hier befinden, she says now in the first sentence, da sagt sie hier im ersten Satz, it is now time earnestly seek the Lord. es ist nun an der Zeit, den Herrn ernsthaft zu suchen. Why are we to seek the Lord? Warum sollen wir den Herrn suchen? That everyone, individually, everyone needs to know the will of God in reference to the part they have to act in the last controversy. So dass jeder von euch individuell den Willen des Herrn bezüglich des Bereiches seines Handelns in diesem Konflikt kennt. So what is she essentially saying? Was sagt sie denn jetzt hier eigentlich? She's saying you've lost your direction. Sie sagt, wir haben unsere Richtung verloren Get back on the path. und sie sagt,
kommt zurück auf den Weg. Get straight again. Kommt zurück auf den Weg. Look that you understand again what this is about. Schaut oder trachtet danach, dass ihr wieder versteht, um was es hier geht. Understand what you are to do, what your duty is. Dass ihr wieder versteht, was eure Pflicht ist, was ihr tun müsst. And she says, and when you see an opportunity for labor, obey the indication of the Lord. Und sie sagt, siehst du eine Möglichkeit zur Arbeit, so gehorche dem Hinweis des Herrn. Okay, what was this opportunity for labor they were supposed to obey? Was war nun hier diese Möglichkeit zur Arbeit, der sie hätten folgen sollen? Jean-Marc, do you remember? What was the opportunity that people had in that time period? Was war diese Möglichkeit, die das Volk in dieser Zeitperiode hatte? I think it's soon after that Ellen White counsels them, or in this time period she counsels them something to do the leadership of Seventh-day Adventism. Und Ellen White rät der Leitung der 7. Tagsadventisten hierzu etwas. What is she saying? Was rät sie ihnen denn? Get up from your desk. Also, Steht von eurem Schreibtisch an auf. ja, beweg dich von deinem Schreibtisch. And go where? Und wo sollst du hingehen? Into the cities, right? Geh in die Städte Do the work there. und tu dort die Arbeit. So they had an opportunity for labor. Also ihnen war die Möglichkeit zur Arbeit gegeben. And she said, obey the indication of the Lord. Und sie sagt, gehorche den Hinweisen des Herrn. But did they obey? Aber haben sie denn gehorcht? No, they didn't obey. Nein, sie haben nicht gehorcht. So the same as if we want to do now what Odelio told us to do. Also wenn wir nun das Gleiche oder wenn wir nun das tun möchten, was Odelio uns gesagt hat, dass wir tun sollen, Looking at the first sentence, dann schauen wir uns den ersten Satz an. we've seen the condition, Wir haben uns den Zustand betrachtet and then we draw it to our time period. und dann müssen wir es uns zu unserer Zeit projizieren. And White says, in this time period, look, this is the condition. Und Ellen White sagt, zu jener Zeit, schaut her, das ist der Zustand. And she says, you need to know what your job is. Und sie sagt, in dieser Zeit müsst ihr nun wissen, was euer Job ist. And then she says, as soon as you get the opportunity to do it, do it. Und dann sagt sie, sobald du die Möglichkeit gegeben wird, sie zu vollbringen, dann tu sie auch. So bringing Nutze this sie auch. to our time period, Also lasst uns das nun für unsere Zeit betrachten. what does this teach about us? Was sagt uns das denn für unsere Zeit? Because we're in the same condition still as church, as a Seventh-day Adventist church. Denn als Gemeinschaft des 7. Tagsadventisten sind wir immer noch in diesem Zustand. And Ellen White tells us that now Und Ellen White sagt uns, dass nun, we need to know what our duty is. dass wir nun wissen müssen, was unsere Pflicht ist. And when we have the opportunity, Und wenn uns die Gelegenheit kommt, we need to obey the Lord. dann müssen wir dem Herrn gehorchen. But there might be a difference. Aber es mag ja einen Unterschied geben. What is the difference? Was ist denn der Unterschied? Auf welcher Seite sind wir? Wir sind die letzte Generation. We are the last generation. But Wir you sind die said letzte something Generation, aber beforehand. Du hast vorher noch etwas anderes There's gesagt. some time in between. Es gibt eine gewisse Zeit dazwischen drin. There are 140 years between this and this. Also zwischen dem Ursprung und unserer heutigen Zeit liegen circa 140 Jahre. There's a lot of history has happened in between. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. And the Lord commanded them to do this and this in this time period. Und der Herr hatte ihnen geboten, das oder das in jener Zeitperiode zu tun. But it might be that at this time period, Aber es mag sein, dass in jener Zeitperiode, that the Lord requires a different duty. dass der Herr eine andere Pflicht verlangt. So the duty from this time to this time might be different. Somit mag die Pflicht von der ursprünglichen Zeit zur heutigen Zeit unterschiedlich sein. But the structure might be the same. Aber die Struktur bleibt die gleiche. Seek for the duty, Suche nach deiner Pflicht and when you have opportunity, obey.
Und, the duty. und wenn dir die Möglichkeit gegeben wird, dann gehorche deiner Pflicht. That Aber alles, was wir aufgeschrieben haben, links, ist auch heute noch Thema. So- Hat sich nichts geändert. so everything what we've written down to the left is also at the right. So what is your question about that? Was ist deine Ja, Frage dazu? dass sich der Zustand des Volkes nicht geändert hat. Okay, Genauso so schlecht geblieben ist. so the condition of the people remained, or might have become worse even. So the condition that in the church that the third angel was rejected and it's a Laodicean, this might go the same. Also der Zustand in der Gemeinde, dass die dritte Engelsbotschaft abgelehnt wurde oder es sich um Laodicea handelt, das ist gleich. It's, let's say, Laodicea, is it a sick or a healthy church? Laodicea, ist das nun eine gesunde oder kranke Gemeinde? A sick one. Es ist eine kranke So the Gemeinde. church is sick here and the church is sick here. Also die Gemeinde ist hier am Anfang krank und am Ende auch. All I'm saying is about this duty the Lord tells us to do. Alles, was ich sage, ist, alles, was ich über diese Pflicht sage, von der Herr uns sagt, dass wir sie tun sollen, That the Lord says maybe do this and this duty here, and then over here he says do that and that duty. da sagt er, tu diese oder jene Pflicht zu Beginn und diese Pflicht hier am Ende. Is simply a different way to trying to remedy the sickness of Laodicea. Es handelt sich hier lediglich um eine andere Art und Weise, wie der Herr die Krankheit von Laodicea heilen möchte. So here, the church is sick, and the Lord wants to try to cure the sickness by telling people that they should go out and do public evangelism, for example. Also hier am Anfang, wo die Gemeinde krank war, da möchte der Herr die Krankheit heilen, indem er ihnen sagt, geht in die Städte und macht öffentliche Evangelisation. But does this cure work down here? Aber funktioniert diese Heilmethode hier auch am Ende? It doesn't. Nein, tut sie nicht. For at the moment. Nein, für diesen Moment, The Lord has given us now a different remedy. für unsere Zeit hat der Herr uns eine andere, ein anderes Heilmittel gegeben. It's like when you have a sickness, there are multiple ways to cure the person. Das ist, kann man damit vergleichen, dass eine Krankheit auf verschiedene Arten und Weise geheilt werden kann. And depending on your circumstances, Und basierend oder abhängig von deinen Umständen you choose the right remedy. wählst du dann das richtige Heilmittel. And the Lord chooses here a remedy and he chooses here a remedy. Und zu Beginn hat der Herr ein Heilmittel gewählt und am Ende wählt er auch eins. And it's our duty is to figure out what is our duty, what is this remedy of the Lord. Und unser Job ist es herauszufinden, was unsere Pflicht ist oder unser Heilmittel des Herrn. And as soon as we know that, we gotta obey it. Und sobald wir das herausgefunden haben, müssen wir dem gehorchen. Okay, let's continue. Fahren wir fort. So there, Ellen White continues and says, Christ is saying to his people, can ye discern the signs of the times? Christus sagt zu seinem Volk, könnt ihr die Zeichen der Zeit unterscheiden? Again, we're in the year 1893, Also wiederum, wir sind hier im Jahr 1893 and she talks to the Adventists. und sie spricht hier zu den Adventisten It's the 1888 crisis. nach der Krise zu 1888. Let me see. And by the way, I think 1893 is the year when they sent her off to Australia. Und ich glaube, dass 1893 auch das Jahr ist, als sie nach Australien gesandt wurde. I think in that time frame. So diesen Zeitraum. And she says, can you discern the signs of the times? Und sie sagt hier, könnt ihr die Zeichen der Zeit unterscheiden? And it's 140 years ago. Und das ist 140 Jahre, 125. oder 125 Jahre her. And she says, I suggest that one of the signs of the times Und ich schlage vor, dass eines der Zeichen der Zeit was the attempt of the son-in-law, das Heranbringen oder das Heraufbringen des Sonntagsgesetzes ist. as well as the Chicago World Fair. I think that was 1893, was it? Genauso Yeah, Chicago, what? World Fair. This is, yeah, Weltmesse. Ach so, genauso wie diese Weltmesse in Chicago. What was with it? Okay, so the Chicago World Fair wanted to close down on Sunday. Diese Messe
in Chicago wollte sonntags schließen. and it caused a big discussion between Catholicism, Protestantism, Adventism in America. Und das brachte eine große Diskussion zwischen dem Protestantismus, Katholizismus und Adventisten Go in ahead, do you Amerika have- hervor. You have more details? What I can remember is that in 1893, An was ich mich erinnere, ist, dass im Jahr 1893 is that Hazen Foss and William Foy died the same year in 1893. dass Hazen Foss und William Foy beide im Jahr 1893 Which one starben. died on November 9th? Und welcher von beiden starb am 9. November? I think it was William Foy? Might be. Sorry. I just remember that one died at November 9th. Yeah. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass einer am 9. November starb. And somebody said one was like the true prophet, one the false or something. Und irgendjemand I think, sagte wahrscheinlich, dass es hier sich um einen do you know falschen about that? Prophet handelte. No, okay. Isn't fast and who? William Foy. Yeah. Those were the two people who were called before Ellen White, right? Yeah. I think it was William Foy considered to be the good one, but yeah. Okay, so Ellen White, 1893, she says, can you discern the signs of the times? Und Ellen White sagt hier, im Jahr 1893 könnt ihr die Zeichen der Zeit unterscheiden. And then she says, it is the duty of the watchman to mark these signs and cry, and at the cry of the church, watchman, what of the night give the correct signal and not present that which will be misleading and ruinous. Es ist die Pflicht des Wächters, diese Zeichen zu markieren, um bei dem Ruf an die Gemeinde, Wächter, ist die Nacht bald hin, den korrekten Impuls zu geben, um nicht jenes vorzulegen, welches irreführt und vernichtet. About what job function is she talking here? Um welche Aufgabe oder über was für eine Aufgabe redet sie denn hier? Watchman. A watchman. Sie redet hier über Wächter. What do watchmen do? Was tun denn Wächter? They stand on the wall. Okay, so a watchman stands on a wall, Ein Wächter steht auf der Mauer and what is he doing? und was tut er? Watching for the enemy. Er schaut aus nach dem Feind. So you have here the city, and this is the wall, Hier haben wir die Stadt und da die Stadtmauer. and the enemy is approaching. Und der Feind kommt hierher heran. And the watchman is to do what? Und was soll nun der Wächter tun? Sound the trumpet. Warnen. He's first gotta look at the enemy, right? Also zuallererst mal muss er den Feind erblicken. The people in the city cannot see the enemy. Die Leute in der Stadt können den Feind nicht sehen. So what does he have to do? Was muss nun er also tun? He has to look into the future. Also er muss in die Zukunft schauen. What is And- coming? And what is coming? Er muss erkennen, was herannaht. He needs to recognize the signs of the times. Er muss die Zeichen der Zeit erkennen. And when he sees the signs of the times, Und wenn er die Zeichen der Zeit erkennt, what is he to do? was ist dann seine Aufgabe? Blow the trumpet. Blow the trumpet. Dann soll er in die Posaune stoßen. Interesting is that Ellen White says here, Es ist sehr interessant, dass Ellen White sagt, she says it is the duty of the watchman to mark these signs. dass sie sagt, es ist die Aufgabe des Wächters, diese Zeichen zu markieren. How do we mark things? Especially us in present truth. Wie markieren wir denn gewisse Dinge hier in der gegenwärtigen Weite? Line upon line? Linie Waymarks. auf Linie durch Wegmarken. Waymarks on lines. Wegmarken auf einer Linie. So this is how you mark the signs of the times. So markieren wir die Zeichen der Zeit. You mark them on a line. Du markierst sie auf einer Linie. Oh, something else you want to say? Gibt es noch etwas, das du sagen wolltest? Okay, and then when the city cries out, Also wenn diese and at the cry of the church, the watchman to mark these signs and the cry of the church, it is the duty of the watchman to mark these signs and the cry of the church, Es ist die Pflicht des Wächters, diese Zeichen zu markieren, um bei dem Ruf an die Gemeinde
Wächter ist die Nacht bald hin. Who does the church cry to? An wen ruft denn die Gemeinde? The watchman. The watchman. Die Gemeinde ruft an den Wächter. And what is the response of the watchman? Und was ist denn die Antwort des Wächters? Or what's the job of the watchman? Was ist die Aufgabe des Wächters? To mark the signs. To give the correct signal and not present that which will be misleading and ruinous. Also er muss er muss die Wahrheit wiedergeben, er muss das richtige Signal geben und die Tatsachen nicht verschönern. So let's consider this. Also lasst uns das mal betrachten. The watchman is on the wall. Der Wächter ist hier auf der Mauer. He looks into the future Er schaut in die Zukunft. and he discerns the signs of the times. Und er muss nun die Zeichen der Zeit zu unterscheiden wissen. He sees something the city does not see. Er sieht etwas, was die Stadt gar nicht sieht. But then the city will cry out, Aber zu gewisser Zeit tut die Stadt einen Ruf an ihn richten. and what does Ellen White call this city here? Und mit was vergleicht Ellen White die Stadt hier? Church. A church. Sie vergleicht sie hier mit der Gemeinde. And what does the church do? Was tut die Gemeinde? It cries to the watchman. Die Gemeinde ruft an den Wächter. The city does not understand the signs of the times. Die Gemeinde oder die Stadt versteht die Zeichen der Zeit nicht. But the watchman on the wall, he understands. Aber der Wächter auf der Mauer, er versteht. And because of this ignorance, Und geschuldet durch dieser Ignoranz does the church, the city, cries to this watchman. ruft die Stadt zu dem Wächter. Because the church knows that the person who's on the wall sees more than they do. Denn die Stadt weiß, dass der Wächter auf der Mauer mehr sieht als sie selbst. And soon as this cry comes, Und sobald dieser Ruf ertönt, the duty of this person on the wall is dann ist die Pflicht dieser Person auf der Mauer, to give the signs of the times to the church. der Gemeinde die Zeichen der Zeit darzulegen. But she says here to give the correct signal. Aber sie sagt hier, den korrekten Impuls zu geben. When watchmen gave signals on the walls, what did they do? Als die Wächter die richtigen Signale auf der Mauer gaben, was taten sie denn da? What are the signals for? Für was waren denn diese Signale? Immer Posaunen geblasen. Okay, they were always they were blowing trumpets. Okay, sie haben die Posaunen geblasen. But why would you give signals? Sie mussten sich vorbereiten. They had to prepare Um zu warnen. to warn. Warnbotschaft. Okay, so signals were there To wake up. to let the people know Also die Signale wurden gegeben, damit das Volk Bescheid weiß, you're okay, don't be afraid. damit das Volk über den Zustand Bescheid weiß, alles ist in Ordnung, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Or the enemy is approaching, get your guns loaded, so to speak. Oder mit meinen Worten jetzt gesagt, der Feind rückt heran, macht eure Waffen scharf. Or, load your houses with food, siege is starting, or whatsoever. Oder eine Belagerung startet, füllt eure Vorräte auf. Signals are to not just let people know in the city, Die Signale sind nicht nur dafür da, die Bewohner der Stadt darauf hinzuweisen, but also to tell them what to do. sondern sie sind auch dazu da, den Bewohnern der Stadt wissen zu lassen, was sie tun müssen. Does that make sense? Macht das Sinn? Was not that the rule of the king? Or War das nicht auch die Aufgabe des Königs? Yes. Ja. But who was being used then to disturb the... Like, would the king go to every house and knock and say, hey, you need to load on with food? Aber ist denn der König dann von Haus zu Haus gegangen und hat gesagt, hier, füll deine Hausratskammer voll? It was those who blew the trumpet where the people knew, okay, now we need to gather.
Es waren diejenigen, es waren diese Leute auf der Mauer, die gesagt haben, okay, nein, wir müssen uns jetzt vorbereiten. Okay. But it also says present. Present that which will be misleading and ruinous. So And not present that which will be misleading and Yeah. ruinous. So that means? a false message. Also sie durften aber auch keine falsche Botschaft geben. Okay, so it was the job of these people to not give a false message. Also es war die Aufgabe des Wächters, keine falsche Botschaft zu geben. So when she says, give the correct signal, not present that which is misleading and ruinous, what does that mean? Was bedeutet es nun, wenn sie sagt, dass sie den richtigen Impuls geben mussten und nichts sagen durften, was irreführt? That means that some do. Das bedeutet, dass einige dies getan haben. Because this is actually the paragraph we're going through, this is actually a rebuke. Denn dieser Abschnitt ist eigentlich hier ein Tadel. She sees the condition of the people, Sie sieht hier den Zustand des Volkes and basically she's telling that the people who are on the watchmen of the wall of Zion, und sie sagt eigentlich, dass die Wächter auf der Mauer Zions, she says, you're not doing your duty. sie sagt, ihr tut eure Pflicht nicht. You need to understand your duty and then obey it. Ihr müsst eure Pflicht verstehen und dann gehorchen. And you need to discern the signs of the Und times ihr müsst die Zeichen der Zeit unterscheiden and können give a correct message to the church. und der Gemeinde dann eine korrekte Botschaft geben. And we know from 1893 Und wir wissen, dass seit 1893 that is not what the church was doing. das nicht war, was die Gemeinde tat. With the leaders. The leaders, yeah. Also es geht hier um die Leitung. So now maybe I think she might say here like to the layman to take this burden of being watchmen. Also What do you mean? Because normally the leaders Mm-hmm. they had this job, Also normalerweise hatte die Leitung diese Aufgabe, but since they rejected the 1888 message, aber da sie die Botschaft von 1888 verworfen haben, now Sister White calls from them that to study the prophecy to do this work of being watchman. verlangt sie von ihnen, dass sie die Prophetie studieren und Wächter werden. So, who would be then the church when the laymen become the watchmen? Also wenn die Laien jetzt hier die Wächter werden, wer wäre denn dann Well, die Gemeinde? The church is still the church, Also die Gemeinde bleibt die Gemeinde, but there are some people in this church who began to study the prophecy and aber es gibt auch einige Leute in der Gemeinde, die die Prophetien beginnen zu studieren. Or maybe she's saying that Vielleicht sagt sie aber auch einfach, the church is made up of laymen. dass die Gemeinde aus Laien besteht. Oder die triumphierende Gemeinde. Church triumphant. Okay, I'm going here. I went to the Ellen White writings. Also ich habe mir hier, bin in das Programm von Ellen White gegangen. The article is called Awake Out of the Sleep. Und dieser Artikel ist betitelt mit der Überschrift Der Weg aus dem Schlaf heraus. She's talking about the disciples as far as I can see here. Soweit ich das erkennen kann, spricht sie über die Jünger. I wonder, I guess we would have to read through the article Und ich glaube, wir müssten hier durch den ganzen Artikel hindurchlesen, to know who she's talking about, who she's addressing. um feststellen zu können, wen sie hier genau adressiert. But just looking at it in a few seconds, I think she's speaking to everyone. Aber ich glaube, dass sie hier einfach gesagt zu allen spricht. Because she says also in the paragraph we were looking at, Denn gleich und genauso in dem Paragraph, den wir uns hier anschauen, sagt sie auch, she says everyone needs to know what their duty is, what the will of God da is. sagt sie ja, dass jeder wissen muss, was der Wille Gottes ist. So the way how, without looking further into it, we should do that maybe in our own time. Also vielleicht sollte das jeder vielleicht mal für sich selber anschauen. It looks to me like she is making a general call to the church to wake up. So hat es für mich den Anschein, dass sie einen generellen Aufruf der Gemeinde gibt, aufzuwachen. And then she, in this paragraph, she's speaking about also the watchmen. Und in diesem Abschnitt spricht sie auch über die Wächter. So for me, this means she's addressing the leadership. Und für mich heißt das,
dass sie zur Leitung spricht. So generally she speaks about the church. Everyone needs to wake up. Also sie spricht im Allgemeinen über die Gemeinde, dass jeder aufwachen muss. But especially those on the wall need to really know their duty and discern the signs of the Aber times. speziell die Leute auf der Mauer müssen wirklich ihren Job kennen und die Zeichen unterscheiden können. Give a correct message, not a false message to the church. Sie müssen eine korrekte Botschaft an die Gemeinde geben, keine falsche. And time is almost up. Die Zeit ist bald. Let's read the last verse and we'll Was a quote. and then we'll finish. Also lesen wir das letzte Quote. Zitat. Yes. Welche Seite ist das da? Okay, it's the quote we were reading from Review and Herald, February 21, 1893. Kannst du Wolfgang helfen? Weißt du, was es ist, Wolfgang? No, it's this You one. mean the last sentence. The last sentence. Did I say the last quote? Verse. Last verse. Or sorry, the last phrase of the quote we were handling. Okay, so she spoke about the watchmen, Also sie sprach hier über die Wächter, that they need to give a correct message. dass sie eine korrekte Botschaft geben. And now in the next sentence, Und im nächsten Satz she's going to say who those watchmen are. sagt sie, wer diese Wächter sind. She says, those who have been and who are still are diligent students of prophecy are to prepare the way of the Lord and to make his path straight. Jene, die waren und immer noch Studenten der Prophetie sind, sollen den Weg des Herrn bereiten und seine Pfade richten. What Bible verse is she quoting here? Welchen Bibelvers zitiert sie hier? John the Baptist? Yes, but John the Baptist is not the original. Ja, sie zitiert Johannes den Täufer, aber er zitiert auch von einer Stelle. It comes from Malachi, if I'm correctly. Ich denke, es kommt von Malachi. Where it says somebody will come and prepare the way. And then in the New Testament we know that this is John. Wir wissen, dass dies im Neuen Testament Johannes ist. Let me see. Malachi 3:1. Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom ye shall seek shall suddenly come to his temple. Das ist Malachi 3, Vers 1. Wolfgang, möchtest du es lesen? Ich habe hier Matthäus 3, Vers 3. Ist auch okay. Das ist Malachi 3, Vers 3, oder was hast du gesagt? Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Let me see. Malachi 3,1. Okay, so coming back, because we also want to close. We see that she connects this with Malachi 3. Also wir möchten jetzt hier abschließen. Wir sehen, dass sie das mit Malachi 3 verbindet. She is basically saying Sie sagt hier grundlegend, that those who are diligent students of prophecy. sie sagt, dass diejenigen, die Studenten der Prophetie sind, Interesting is that she says who are still students of sie prophecy. sagt, die immer noch Studenten der Prophetie sind. Okay, so because she is in a time period where the apostasy of the church takes place. Sie befindet sich in einer Zeitperiode, wo der Abfall der Gemeinde vonstatten geht. Indicating that everyone once was a student of prophecy, Sie nimmt hier darauf Bezug, dass jeder einmal Student der Prophetie war. but people are falling into apostasy. Aber da das Volk im Abfall gerät, And she's saying, but it's those who are still students of prophecy und sie sagt hier, dass diejenigen, die Wächter sind, die immer noch die Prophetie studieren. are preparing the way of the Lord to make his path straight. Sie bereiten den Weg für den Herrn und richten seine Pfade. So we said the watchman of the wall of Zion, what was he looking out for? Nach was hält der Wächter auf der Mauer Zions Ausschau? Auf den Feind. Normally the enemy.
normalerweise nach dem Feind. But what does the Ellen White tell us now here? Aber was sagt uns Ellen White hier? It's not the enemy. Es ist nicht der Feind. It's who is coming. Wer kommt denn? Vadim, who's coming? Wer kommt? Okay, so we said the watchmen on the wall of Zion normally watch and look for enemies who are approaching. Okay, wir haben gesagt, dass der Wächter normalerweise nach dem Feind Ausschau hält. But in this quote, she's not talking about an enemy who's Aber approaching. In diesem Zitat spricht sie nicht von einem Feind, der herannaht. She's quoting Malachi 3, Sie zitiert Maleachi 3, 3:1, 3 Vers 1. and she's basically saying the Lord is coming. Und sie sagt grundlegend, der Herr kommt. And she's comparing the people who prepare the way for the Lord Und sie sagt, sie vergleicht diejenigen, die dem Herrn den Weg bereiteten. they're diligent students of prophecy. Die sind gründliche Studenten der Prophetie. And in the middle of the quote, she called those watchmen. Und in der Mitte des Zitates nannte sie jene Wächter. So we have here Malachi 3 verse 1, prepare the way, Und somit haben wir hier Maleachi 3 Vers 1, bereite den Weg. or diligent students Oder sei ein eifriger Student der Prophetie. of prophecy, is the same as a watchman on the wall. Das ist das gleiche wie ein Wächter auf der Mauer. Sorry, on the wall. So prepare the way, as well as being a diligent student of prophecy, Also sowohl den Weg bereiten, als auch ein gründlicher Student der Prophetie zu sein, is to be on this wall, bedeutet auf der Mauer zu sein and is to detect the signs of the times. und die Zeichen der Zeit zu erkennen. And the watchmen here are looking for the coming of the Lord. Und die Wächter schauen hier nach dem Kommen des Herrn. Those are students of prophecy. Sie sind Studenten der Prophetie. And what did we say is a prophet? Und Prophecy, prophet. was haben wir gesagt, ist eine Prophetie oder ein Prophet? As someone who looks into the future and has a message before it happens. Es ist jemand, der eine Botschaft hat für die Zukunft oder ja. So this watchman on the wall of Zion Der Wächter auf der Mauer is a student of prophecy, ist ein Student der Prophetie or it's actually a prophet, oder er ist oder ein Prophet. because he sees the times of the signs of the times. He sees into the future, Denn er erkennt die Zeichen der Zeit und er schaut in die Zukunft and he gives the message before it happens. und er gibt eine Botschaft, bevor sie eintritt. Does that make sense? Macht das für euch Sinn? You can also put Isaiah 40, verse 3. Wir könnten hier auch Jesaja 40, Vers 3 anbringen. Do you want to read that, and then we'll close? The voice of him that cried in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Praise the Lord. This is then also in Matthew. He had it, I think, Matthew 3, verse 3. Yeah. Any other comments? That's from Isaiah. Okay. Then will you pray for us to close? Oh, don't worry. Just do it.